Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics vor allen Dingen, aber auch in Melodien und in Visuals von Videos oder anderen Dingen. Und das, was ich hier versuche, ist Musik und Psychologisches sowie Philosophisches miteinander zu kombinieren. Das heißt, ich versuche besonders die Lyrics so ein bisschen auseinanderzunehmen und mir anzuschauen und zu gucken, was könnten für Bedeutungen da drin stecken? Was sind da für psychologische Dynamiken vielleicht drin? Menschliche Beziehungen, Bindungsdynamiken. Aus wie vielen Perspektiven kann man so einen Song betrachten? Das ist eine Komponente. Auf der anderen Seite, so wie jetzt zum Beispiel heute, wenn wir den Live-Auftritt von Ren uns angucken, geht es eher darum, auch zu gucken, okay, was ist die Geschichte von Ren? Was macht das mit ihm? Wie ist der Vergleich von Rens Live-Auftritt zu den eigentlichen Songs? Und natürlich auch einfach als Renegade sich tierisch darüber zu freuen, dass Ren Konzerte gibt. Und wir einfach mit ihm das feiern und ihn spreaden wollen in der YouTube-Welt. Genau, von daher haben wir heute wieder weitere 2 Auftritte von ihm bei Boardmaster. Wir haben schon 2 gemacht. Einmal Chalk Outlines, das war sehr emotional. Und heute haben wir einmal Down the Road. Da freue ich mich sehr drauf. Und Seven Sins, da bin ich auch sehr gespannt, wie er das umgesetzt hat. Genau. Und jetzt lasst uns nicht weiter quatschen und lasst uns reinhören. Wir fangen mit Down the Road an, würde ich sagen. Moment, ich muss euch das hier überhaupt erstmal reinspielen, damit ihr das auch sehen und hören könnt, nicht wahr? So, da haben wir es. Okay, lasst uns nochmal anfangen. Los geht's. Der Bass. Already. So good. Das Gitarrenspiel. Ich meine, wir wissen von den ganzen Big Push Auftritten, das ganze Busking, dass Ren Gitarre spielen drauf hat. So, dass er das kann. So. Und dann eben nochmal dazu das Singen und die Stimme. Meine Güte, das Training auf der Straße hat sich einfach sowas von ausgezahlt. Und ich fand es ganz spannend. Irgendwann hat Ren mal erzählt, dass er nicht natürlich diese Stimme hat, sondern dass er sich die antrainiert hat, mit jedem Tag üben, Stimmtraining machen und so weiter und so fort. Und wenn er lange Zeit nicht zum Üben kommt oder zum Trainieren quasi kommt, dann verliert er Fähigkeiten auch wieder beim Singen. Und dann muss er erst wieder reinkommen. Und es zeigt einfach mal wieder, wenn er hier so auf der Bühne steht und diesen Song runterrockt, wie krass dieser Mann trainiert ist. So. Und ich liebe es einfach, wie Josh total dabei ist. Und eine Abonnentin hat schon irgendwie unter das letzte Video geschrieben, dass wir da wahrscheinlich was erwarten können, einen Vlog oder noch eine Dokumentation oder irgendwie sowas oder ein Behind the Scenes oder so. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt cool werden. Ich bin gespannt, wo das veröffentlicht wird, auf YouTube oder auf Patreon. Aber da kommt bestimmt was. Genau, lasst uns weiterhören. Bin gespannt, wie die ganze Geschichte mit Webby umgesetzt wird. Standing up a crossroads in the dark glow with the lit bulb flickers silently, quietly tiptoe down the wrong road like my mind's fault. Who knew you
Aha. Entschuldigt, dass ich schon wieder Pause mache, aber ich finde das so spannend. Verbys Stimme wird eingespielt, aber wir haben auch Rens Stimme, also wir haben wahrscheinlich quasi so eine Art, wir haben das Background, ne, den Song als Background, weil Ren spielt ja jetzt gerade auch nicht die Gitarre oder irgendwas. Und dennoch wissen wir, davor hat er die Gitarre gespielt und das ist nicht, dass er so getan hat, sondern er hat sie echt gespielt. Und jetzt hören wir ja auch, wie der Song weiter im Hintergrund läuft und wir Rens Part hören und gleichzeitig rappt oder singt Ren drüber. Sodass wir ihn quasi mehr oder weniger so ein bisschen in beiden Varianten hören, ne? Also wir können noch mal ein bisschen mehr diese Vehemenz im Originaltrack hören, die Ren hatte, ne? Wo er noch mal mehr Ausdruck reingebracht hat. Und dann hören wir jetzt noch mal diesen Part, der irgendwie zwar vorrangig ist, aber nicht ganz so vehement expressionistisch. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist eine interessante Mischung, die hier passiert. Doch, er singt nicht nur seinen Part, sondern er singt gerade auch den von Verbby. Das ist ja jetzt gerade der Teufelspakt-Part. I got every type of flavoring. Das ist ja das Angebot. Okay, jetzt hab ich's. Trotzdem geil. Mhm. Schön gemacht. Ja, Baby, gib's mir. Geil. Das war ziemlich cool. Und findet ihr nicht auch? Ja, das war ziemlich geil. Und spannend gemacht. Dass der Verbby-Part mit drin war. Auf der einen Seite von Verbby im Hintergrund gesungen quasi. Und Ren aber seinen Part mitgerappt hat. Das Gitarrensolo am Ende. Sabber. Geil. Sehr cool. Okay. Seid ihr bereit für Seven Sins? Ich bin sowas von bereit. Ich bin so gespannt, wie er das gemacht hat. Ich liebe ja diesen Song, ne? My body, an undivided gift. Bones of the home where the devil could rest. I curse the gods, curse my messiah, curse my maker. I curse all of creation. There I lay, feeble and thin. Have you ever felt pain? Stomach wrench, unrelenting. Tell me, have you ever felt pain? Condescending, muscles clenching. Tell me, have you ever felt pain? A rose emerges from the pavement cracks. I write my unity with broken glass. Eternal paradise. Pain. Pain the author, I accept it. Pain the teacher, bruise the apprentice. Pain resisting, pain will come. Pain the mother, I'm the son. Pain that spits you, that you wanna hit you. The dark and the light will converge to one. Pain that twists you, the heavens dismiss you. The Father, the Ghost, and the Holy Son. Body bagging me. Zip it up wicked dippings on me. Search for peace in the belly of a beast. Sick boy, on a matapi. I'm running up a fever, following the leader. Wanna be me, hard glasses and green.
Mm. 13 years and I've been feeling so stuck. Lucky number 13, just my luck. Empires tumble, rubble and dust. The universe shrinks and the planets combust. And God we trust. God tied a noose to his neck and he walked to the edge and he jumped. Okay. Angels wept. I bear witness, watching the whole thing unfold from my bed. A bed where I'll never be pressed. A bed where I'm always depressed. A bed for a human oppressed. A bed in the tomb where I slept. A bed in the room that's a room for this mess. Sick boy, bitten by a tick boy. Tell me how it feels to be buried while you breathe. Stones and a stitch boy, pain is a tick boy. Hard to make the sound when you crawl on your knees and I kneel. I knew that the altar of my own Disease in the back. Followed by seven holes in for a self-made Armageddon. Sin 1, pride makes a man kill a man for his ego to survive. Sin Jesus. Oh, Gänsehaut. Könnt ihr das sehen? Jesus Christ, warte, ich muss mal kurz. Ja, jetzt vergeht sie langsam wieder. Ach, krass. Wow. Dieser Moment. Please, 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 please. Oh. Das hört nicht auf. Diese Verzweiflung, die da drin steckt. Bringt mich sofort an den Punkt, wo ich mich frage, sah das wirklich so aus bei ihm? War er genau an diesem Punkt, wo er da kniete und weil das, was man gesehen hat, ist, dass er auch so vor und zurückgewippt ist dabei und zu diesem kleinen, ne, so. Und da erinnere ich mich an so alte Videos, so alte Shorts auch von Ren, wo er eben genau gesagt hat, boah, ich bin hier gerade echt am Durchdrehen, ich bin am Verzweifeln, ich kann nicht mehr, ich drehe durch. So, ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Gibt einem so eine Ahnung, so eine Idee davon. Und ich meine, die Videos damals, die waren schon sehr berührend, ne? Und das ist hier jetzt nur so ein ganz kleines, so ein Geschmäckle davon. Aber das bringt er krass rüber. Lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen. Jesus. Followed by seven holes in for a self-made Armageddon. Sin 1, pride makes a man kill a man for his ego to survive. Sin 2, lust makes the grass look greener, crucified trust. Sin 3, gluttony, humans consume planet Earth, gets a frontal lobotomy. 4, sloth, rinse and repeat, reruns, repeat, time lost. Sin 5, envy, that's when one man's win is another man's frenzy. Sin 6, Sin 7, greed lost the seed that will destroy your soul if we still come to greed. If we take what we need, then take all that we need. Our oceans will breathe, then we feed and we feed, then we sleep and repeat. Exile the shepherds and follow the sheep. We inherit as we inherit this world that we breathe and we beat. Inherit this vanity, serve as a truth. Inherit the liars and murderous thieves. One sin for every one day of the week. Entschuldigt bitte. Jesus. Leute. Ach, geil. Ich lieb's. Ich lieb's. Zu beiden Songs habe ich natürlich schon eine Reaction gemacht. Wenn ihr so den Deep Dive in die Lyrics, in die Bedeutung der Songs haben wollt, dann guckt da rein. Hier ging es jetzt mehr um den Auftritt. Und ja, die Tonqualität ist nicht die beste. Von daher hoffe ich, dass tatsächlich nochmal irgendwas kommt von Ren. Das heißt, ich werde hier jetzt
erstmal keine Reactions mehr zu den Auftritten machen und werde noch ein bisschen abwarten, ob noch was kommt, damit wir dann vielleicht sogar nochmal Reactions zu einer besseren Tonqualität machen können. Das wäre, glaube ich, cooler. Und dennoch war es beeindruckend genug. Ich weiß. Ich lasse es so stehen. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mich auf der weiteren Reise von Ren begleiten wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Es wird noch viel kommen von Ren. Er hat schon viel angekündigt, sowohl mit Big Push als auch Solo, als auch Collabs mit anderen Künstlern. Er hatte irgendwann mal in einem Twitch-Stream, glaube ich, was von Tash Sultana gesagt, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Also, wenn ihr Bock habt, mich weiter zu begleiten, bleibt dabei. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.